Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Jesús Vallejo auf Jacobo Ramón in der 96. Minute. Ein Innenverteidiger auf den anderen, beide im gegnerischen 16er. Absolut verrückt. Also ich kenne mich zwar nicht mit so Wettquoten aus, aber ich glaube, wer darauf gesetzt hätte, hätte zum einen Dachschaden, aber zum anderen bräuchte der nie wieder arbeiten. Real Madrid gewinnt 2:1 durch dieses unglaubliche Tor gegen Mallorca und verkürzt 3 Spieltage vor Schluss den Abstand auf den FC Barcelona auf 4 Punkte. Auch wenn ich persönlich glaube, dass das keine Rolle spielt. Der FC Barcelona muss von seinen letzten 3 Spielen nur 1 gewinnen, um spanischer Meister zu sein. Aber zumindest hat Real Madrid ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, und dieser Sieg hat mich auf der einen Seite natürlich unendlich glücklich gemacht. Wie auch nicht ein Sieg in der 96. Minute nach einem wahnsinnig tollen Spiel. Auf der anderen Seite hat mich dieser Sieg auch wütend gemacht. Denn ich bin der festen Überzeugung, wenn Real Madrid diesen Willen, diese Gier, diese Energie in jedem Spiel gezeigt hätte in dieser Saison, ich bin der festen Überzeugung, wir wären mit Abstand spanischer Meister. Ja, ihr hört schon, wir reden natürlich über den Sieg gestern von Real Madrid gegen Mallorca. Aber kurz vor dem Anstoß ist dann auch noch die andere Bombe geplatzt, auf die wir alle gewartet haben. Marca hat es offiziell gemacht. Dean Huijsen ist neuer Spieler von Real Madrid. Und wenn ihr dem Marca nicht vertrauen wollt, auch ein Fabrizio Romano hat sich dazu geäußert. Dazu kommen wir natürlich auch in dem Video. Viel Spaß dabei. Wie fühlt sich ein Held nach so einem Comeback? Das ist unbeschreiblich. Ich habe mein Leben lang davon geträumt und dieses Trikot im Finale zu tragen und ein erstes Tor so zu schießen, besser geht's nicht. War das Tor? Erzähl mal, wie hast du das Spiel erlebt? Ehrlich gesagt, weiß ich's nicht. Da eine Flanke, er legte auf und sagte, los. Keine Ahnung wie, aber ich traf. Ja, das waren die Worte von unserem Matchwinner Jacobo Ramón. Ein Spieler, wo, wenn wir ganz ehrlich sind, keinen guten Start hatte bei Real Madrid. Nach seinen ersten beiden Einsätzen haben viele von uns gedacht, der Junge, der wird es nie im Profifußball schaffen. Aber gestern hat er ein tolles Fußballspiel gemacht. Und das sage ich auch, wenn er dieses Tor in der 96. Minute nicht gemacht hätte. Vorher ein richtig solides Spiel als Innenverteidiger. Gegen Muriqi ist das mit Sicherheit nicht einfach. Aber die Innenverteidigung von Real Madrid stand stabil. Ganz Real Madrid stand stabil. Es war wahrscheinlich das beste Spiel der Saison. 39:4 Schüsse. 5:1 große Chancen. 71% Ballbesitz, auch wenn ich nicht viel auf den Ballbesitz persönlich gebe. Aber gestern war das ein effektiver Ballbesitz. Madrid war drauf und dran die ganze Zeit. Und dann 26:0 Ecken. Und falls sich einer von euch fragt, was bedeuten 26:0 Ecken? Ich zeige euch mal die Heatmap von Arda Güler und Luka Modric und achtet mal bitte auf die Eckfahnen. Ja, so viele Ecken haben wir geschossen, dass die Heatmap von Luka Modric und Arda Güler an der Eckfahne dunkelrot ist. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn gestern ein Rüdiger, ein Tchouaméni etc. gespielt hätte, hätten die vorher schon das ein oder andere Eckentor gemacht, denn die Ecken kamen echt toll. Ja, wie dem auch sei, die Zahlen in diesem Spiel lügen nicht. Real Madrid hat das Spiel absolut verdient gewonnen. Ich glaube, in der 95. Minute in meinem Livestream habe ich mir irgendwann an den Kopf gefasst und gesagt, wie können wir dieses Spiel nicht mit 4 Toren Abstand gewinnen?
Ja, das war bevor Jacobo Ramon uns alle erlöst hat und viele Barcelona-Fans wieder nach Hause geschickt hat, denn die waren schon in Canaletas und wollten die Meisterschaft feiern. Ich glaube, heute Abend können sie zurück und feiern, aber Jacobo Ramon hat die gestern alle noch einmal nach Hause geschickt. Ja, genau wie sehr viele Kritiker, mich eingeschlossen, die sich gedacht haben, ich weiß nicht, ob der Junge es packen kann. Ja, es war ein tolles Spiel von Real Madrid und ausnahmsweise hat auch ein Carlo Ancelotti, wahrscheinlich mangels Alternativen, eine tolle Ausstellung gefunden. Ich blende die euch ein. Real Madrid hatte ein Problem, denn laut spanischer Statuten müssen immer 7 Profis von Anfang an oder während der ganzen 90 Minuten auf dem Platz sein, was auch bedeutet hat, ein Carlo Ancelotti konnte nicht oft wechseln. Dafür hat er eine tolle Aufstellung gefunden und das hat sich auf dem Fußballplatz auch wiedergespiegelt. Eigentlich hat Real Madrid von Anfang bis Ende dominiert. In der ersten Halbzeit war Real Madrid vielleicht noch ein bisschen zu langsam. Die einzigen beiden Spieler, die in der ersten Halbzeit den Unterschied gemacht haben, waren meiner Meinung nach ein Arda Güler und ein Kylian Mbappé. Die sind die besten Spieler der ersten Halbzeit gewesen. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit hat sich der Rest der Mannschaft angeschlossen. Und da war es ein Dauerlauf. Es war, der Mallorca ist nicht aus dem eigenen 16er gekommen. Real Madrid war überall, hat die Zweikämpfe gewonnen. Mallorca kam nicht zum Atmen. Jeder Ball war ein Befreiungsschlag. Madrid hat Druck gemacht. Es war eine Frage der Zeit, dass der Ball drin landet. Ja, und dann hat uns auch der Spieler, der es sich wahrscheinlich mit Arda Güler am meisten verdient hat, Kylian Mbappé hat sich belohnt, macht das 1:1. Ein tolles Tor, was wieder die Extraklasse von diesem Spieler zeigt. Kylian Mbappé wird von Woche zu Woche besser. Viele Madridistas erkennen jetzt erst, was für eine Kategorie Fußballer wir haben. Ein Kylian Mbappé in dieser Form ist mit Abstand der beste Fußballer der Welt. Wie er sich da durchsetzt gegen die Spieler, dauerhaft, 1 gegen 1, ist wie wenn er alleine aufs Tor läuft. Da müssen erst 2 oder 3 Gegenspieler kommen, damit es mal spannend wird, so nach dem Motto. Und ein kleines Sonderlob an Kylian Mbappé geht für den Check gegen Pablo Maffeo. Ich glaube, das war der zweitschönste Moment des Abends nach dem Tor von Jacobo Ramon. Aber zu Maffeo kommen wir gleich noch. Ja, wie dem auch sei, Kylian Mbappé belohnt Real Madrid für eine überragende zweite Halbzeit. Und dann ging das Spiel weiter, der Dauerdruck. Und Arda Güler, der sich von Minute 45 bis 60 so ein bisschen versteckt hat, hat sich ab der 60. Minute gedacht, wir gewinnen das Ding. Und hat dann wieder das Spiel in die Hand genommen. Hatte, glaube ich, einmal in 3 Minuten 3 gefährliche Abschlüsse. Danach Ecken, Bombardierung vom 16er von Mallorca. Der Ball wollte aber nicht rein. Und der wollte nicht rein, weil Leon Roman, der Torwart von Mallorca, sich verwandelt hat in eine Mischung aus Prime Iker Casillas, Manuel Neuer und Gianluca Buffon. Also unglaublich starkes Spiel vom Torwart von Mallorca. Ja, Madrid hat aber dann, wie gesagt, nicht aufgegeben und sich in der 96. Minute belohnt durch das unwahrscheinlichste Tor, was es im ganzen Real Madrid-Universum geben kann. Jesus Vallejo auf Jacobo Ramon. Die beiden mit der interessantesten Frisur im Kader entscheiden das Spiel und holen die 3 Punkte nach Madrid. Ja, im Großen und Ganzen war es das schon, was man über dieses Spiel sagen kann. Von A bis Z verdient. Dieses Real Madrid hat gestern gezeigt, dass Einsatzwille, Engagement wesentlich wichtiger ist als Namen. Wenn man gesehen hat, wie diese Mannschaft gewollt hat, nicht aufgehört hat zu ackern. Und wenn wir dann darüber denken, was für blutleere Spiele wir im Laufe der Saison gesehen haben. Ja, wie dem auch sei, jeder Madridista hofft, dass wir nächstes Jahr viel mehr von diesem Spiel sehen und viel weniger von den Spielen, die wir zurzeit oder die wir teilweise diese Saison ertragen mussten. Ja, kommen wir zur Einzelbewertung der Spieler. Ja, und was ihr da seht, wie ich das so oft sage, sind nicht meine Noten, das sind unsere Noten. Die haben wir gestern nach dem Spiel im Watchalong zusammen gemacht. Wir waren teilweise 800 Menschen in einem Watchalong, in dem es quasi um nichts mehr ging. Mittwochnacht, also
Herzlichen Dank nochmal an jeden einzelnen von euch. Ihr seid absolut verrückt. Also, vielen Dank für die tolle Unterstützung auf diesem Kanal. Ja, wie dem auch sei, ihr seht die Noten. Wir alle sind zufrieden mit der Leistung von Thibaut Courtois gewesen. Thibaut Courtois hatte das Schicksal eines Real Madrid-Torhüters. Und zwar, du wirst nicht oft gesehen, aber wenn du gesehen wirst, dann musst du zur Stelle sein. Und das ist unglaublich schwer. Wenn du nicht die ganze Zeit auf Spannung bist, wenn du dir 85 Minuten im eigenen 16er Gedanken machst, wie kriechen jetzt hier die 1,5 Stunden um, aber dann auf einmal ein Gegner alleine auf dich zuläuft und du musst dann zur Stelle sein. Und das hat Thibaut Courtois gemacht. Er war zur Stelle, rettete in der 1:1 Situation das Real Madrid und somit im Endeffekt auch die 3 Punkte. Also tolles Spiel. Rechter Verteidiger Fede Valverde. Es ist ein Verbrechen. Es ist ein Staatsverbrechen. Es ist ein Vergehen gegen die menschliche Ethik, dass ein Fede Valverde nicht die ganze Saison rechten Verteidiger gespielt hat, sondern dass Carlo Ancelotti einen Lucas Vázquez in 85% der Spiele auf dieser Position eingesetzt hat. Meine Güte, starkes Spiel vom Uruguayer. Er hat wieder gezeigt, was er kann, was er drauf hat. Vorne eine ständige Gefahr, hinten eine sichere, stabile Bank. Der war ja teilweise vorne links, der war überall. Mann. Carlo Ancelotti, wieso hast du uns das angetan? Innenverteidiger, ein Raúl Asensio und ein Jacobo Ramón, beide aus der eigenen Jugend, beide ein tolles Spiel gemacht. Auch ein Fran Garcia muss ich mal loben, ein tolles Spiel, auch aus der eigenen Jugend. Also rundum zufrieden mit der Abwehrleistung. Dass wir 1:0 hinten lagen, hatte absolut nichts mit dem Spielgeschehen zu tun. Also ich bin zufrieden mit der Leistung der Abwehr. Im Mittelfeld hat Carlo Ancelotti gezwungenermaßen auf die spielerischste aller Lösungen gesetzt. Luka Modric, Ceballos, Arda Güler und Bellingham. Ich glaube, das sind mit die Fußballer, die am meisten Fußball in den Füßen haben. Das hat sich gestern auch gezeigt. Luka Modric, Ceballos, Bellingham waren alle in der ersten Halbzeit extrem unauffällig. Da fand ich Arda Güler der Beste im Mittelfeld in der ersten Halbzeit. Im Endeffekt nach dem ganzen Spiel auch. Da kommen wir gleich zu seiner Leistung. Aber ich möchte auch über die zweite Halbzeit von Luka Modric reden. Meine Güte, wie er dominant das Spiel in die Hand genommen hat. Er hat sich bewegt wie ein junger Flitzer. Also eine tolle zweite Halbzeit von Luka Modric. Und er hatte seinen Fuß mehr als drin bei der Remontada. Hat auch den Assist auf Kylian Mbappé gegeben. Tolles Spiel von unserer kroatischen Legende. Ceballos mehr oder weniger das gleiche. Erste Halbzeit unauffällig, zweite Halbzeit deutlich besser. Vor allem sein Einsatzwille, wie oft er an der Seitenlinie reingegrätscht ist, um den Ball noch zu retten etc. Hat seine, schlechtere erste Halbzeit mehr als wieder gut gemacht. Jude Bellingham, was soll man sagen? Der gibt alles, aber Jude Bellingham ist, glaube ich, eins der größten Opfer von Carlo Ancelotti. Der musste ja sogar gefühlt beim Training immer jede Sekunde spielen. Ein Jude Bellingham ist komplett überspielt, spielt seit 1,5 Jahren mit einer kaputten Schulter. Was der für Real Madrid macht, ist der absolute Wahnsinn. Aber Carlo Ancelotti hätte vor Monaten auf mich hören müssen, als ich gesagt habe, gönn Bellingham doch mal bitte eine Pause. Man hat gestern wieder gesehen, der geht auf dem Zahnfleisch. Ja, und dann kommen wir zu Arda Güler. Ein Junge, der kein Tor gemacht hat, ein Junge, der kein Assist gemacht hat und trotzdem die beste Benotung von jedem Real Madrid-Spieler mit einer 8,9 auf Sofascore. Ein tolles Spiel von dem jungen Türken. Das ist der nächste Beweis. Wenn ich schon sage, was hat Carlo Ancelotti uns angetan mit Lucas Vázquez als rechter Verteidiger, was mich noch mehr ärgert ist, wie viel hat er uns genommen, indem er Arda Güler nicht viel öfter hat spielen lassen. Der Junge ist einer der besten Spieler bei Real Madrid, wenn man ihn nur lässt. Ständige Gefahr, Flanken, Dribblings. Der ist auch physisch viel stabiler geworden. Dafür musste der Junge gerade mal 3-4 Spiele spielen und auf einmal dribbelt er an Gegnern vorbei, setzt sich körperlich durch, gewinnt Kopfballduelle. Überlegt mal, was ein topfitter Arda Güler mit 100% Selbstvertrauen und viel mehr Spielerfahrung bei Real Madrid leisten kann. Also,
Ich bin der festen Überzeugung, Xabi Alonso hat dieses Spiel gestern gesehen und sieht das, was viele von uns schon seit Monaten verlangen. Arda Güler muss in der ersten Elf von Real Madrid unantastbar sein. Ja, und jetzt kommen wir zur anderen Seite der Medaille, denn wenn wir Arda Güler loben, müssen wir leider Endrick ein bisschen kritisieren. Endrick merkt man an, dass er in der ganzen Saison kaum gespielt hat. Der Spielrhythmus fehlt. Ist auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, Carlo Ancelotti muss viel mehr rotieren. Denn jetzt verlangen wir von einem Endrick, der in der ganzen Saison kaum eine Minute bekommen hat, von Anfang an gegen Mallorca abzuliefern. Der Junge ist 18. Genau wie ein Arda Güler ist er mit Sicherheit noch nicht bei 100% seines körperlichen Potenzials. Und Endrick ist nun mal ein Spielertyp, der von seinem körperlichen Potenzial lebt, von seiner Spritzigkeit, von seinem Schuss etc. Er hätte das Spiel gestern in andere Bahnen lenken können. Arda Güler hat ihn in der zweiten Minute schon komplett alleine aufs Tor geschickt. Der Verteidiger hat ihn ein bisschen geschubst. Für mich war das zu wenig für einen Elfmeter. Auch der Torwart von Mallorca hält den Ball gut. Ich bin der festen Überzeugung, wenn ein Endrick topfit wäre, er in dieser Saison ein anderes Selbstvertrauen hätte, weil er viel mehr Minuten hätte, hätte er das Ding gemacht. Ja, und dann kommen wir zum Spieler, neben Arda Güler, zum Spieler des Spiels, Kylian Mbappé. Dazu habe ich eben schon alles gesagt. Kylian Mbappé ist der absolute Wahnsinn. Die ersten Monate hat er gedauert, um anzukommen. Ich bin immer noch der Meinung, er hat sich so ein bisschen zurückgehalten, weil die ganze Welt gesagt hat, Kylian Mbappé wird die Kabine von Real Madrid kaputt machen. Und ich glaube, er war dann zu schüchtern, weil er jetzt hier nicht einen auf dicken Macker machen wollte. Aber nach dem Spiel gegen Bilbao, als er gesagt hat, ich habe meinen Tiefpunkt erreicht, da hat es bei ihm Klick gemacht und er hat sich gedacht, es ist mir egal, ich bin jetzt Kylian Mbappé und seitdem liefert er ab. Letzte Woche ein Hattrick, auch wenn er nichts gebracht hat, in Barcelona. Gestern wieder ein Tor gegen Mallorca und es hätten auch wieder 2 oder 3 sein können. Tolles Spiel vom Franzosen. Ja, das ist meine Meinung zu den Spielern. Über die Auswechselspieler möchte ich nichts sagen. Heute möchte ich nur noch ein kurzes Wort verlieren über einen Auswechselspieler vom Gegner. Und ihr denkt euch, was machst du da, Mario? Aber ich muss mich kurz unterhalten über Pablo Maffeo. Der Staatsfeind Nummer 1, der größte Anti-Madridista wahrscheinlich auf diesem Planeten, hatte gestern tatsächlich Zeit. Anscheinend war in der Kings League kein Spieltag. Deshalb konnte er für Real Mallorca eingewechselt werden in der 77. Minute. Und was hat Maffeo ab der 77. Minute für Mallorca geleistet? Zum einen hat er sich erst einmal eine gelbe Karte abgeholt. Zum anderen wurde er, glaube ich, in der ersten Aktion von Kylian Mbappé schon so ausgedribbelt, dass Maffeo nicht mehr wusste, was oben und unten ist. Ja, und dann kam fast die Szene des Spiels. Ein Zweikampf zwischen Maffeo und Kylian Mbappé. Und Kylian Mbappé schickt ihn mit einem Bodycheck in die Unterwelt. Das ist Genugtuung. Dieses Video könnte ich mir 24 Stunden am Tag anschauen. Und wenn ihr denkt, das ist das Beste, was passieren konnte, nein. Ich habe ein Video für euch, was das Ganze noch einmal steigert. 95. Minute, Santiago Bernabéu. Flanke von links, Maffeo köpft den Ball weg und schaut an, was dieser Typ macht. Er provoziert das Santiago Bernabéu. Schaut es euch an. Aber Arda Güler denkt sich, Karma hat andere Pläne, bringt den Ball rein in der gleichen Aktion auf Jesus Vallejo. Der verlängert und Jacobo Ramon macht das Tor. 5 Sekunden nachdem Pablo Maffeo sich über das Santiago Bernabéu lustig machen wollte. Ja! Karma hat geregelt. Ich habe geschlafen wie ein Engel. Ja, wie dem auch sei, diese Szene musste ich einfach mit euch teilen. Und ihr kennt das, normalerweise würde mein Video jetzt enden. Wir haben die Spielanalyse hinter uns, die Spielerbewertung. Aber gestern, wie gesagt, kam die Information, auf die wir alle schon seit ein paar Tagen warten. Marca hat veröffentlicht, es ist offiziell, Dean Huijsen ist Spieler von Real Madrid. Real Madrid und Bournemouth haben sich geeinigt, der Spieler will sowieso nach Madrid, das hat er jedem gesagt, der es hören wollte. Und das hat dann auch ein Fabrizio Romano ganz kurz vorm Anstoß bestätigt. Also ganz klar, Real Madrid und Bournemouth haben sich geeinigt, jetzt muss sich Real Madrid nur noch mit Dean Huijsen einigen. Dean Huijsen, das sagt ein Fabrizio Romano seit 3, 4, 5 Tagen,
hat immer gesagt, er möchte unbedingt zu Real Madrid. Und für diejenigen, die trotzdem noch zweifeln, den Post, den Fabrizio Romano gemacht hat, auch auf Instagram, wurde geliked vom Papa von Dean Huijsen, der gleichzeitig einer der Berater ist. Also, ihr seht, das Ding ist in sicheren Gewässern. Ich sag nicht, es ist 100%, weil 100% ist es erst, wenn der Medizincheck abgeschlossen ist, wenn alle Parteien unterschrieben haben. Aber sagen wir mal so, zu 99, 98% ist Dean Huijsen der neue Innenverteidiger von Real Madrid. Und das an einem Abend, an dem wir Jacobo Ramon entdeckt haben. Ja, ich bin gespannt. Was sagt ihr über dieses Video? Was sagt ihr über die Leistung von Arda Güler, von Kylian Mbappé, von Jacobo Ramon? Und natürlich, was sagt ihr über die Verpflichtung von Dean Huijsen? Und wenn ihr noch Zeit habt, was sagt ihr über Pablo Maffeo? Ja, ich würde mich freuen, das zu lesen. Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Morgen muss ich ein bisschen Unterlagen erledigen hier. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin.